Hallo ihr Lieben, es ist eine Weile her, als ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Aber wie mit einem guten Freund, so empfinde ich es zumindest, ist es auch nach Monaten und manchmal sogar Jahren der Stille schön, sich wiederzusehen und auszutauschen. Ganz ohne Vorwürfe oder schlechtes Gewissen, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Und genau so geht es mir gerade. Ich freue mich, wieder ein paar meiner Gedanken und Erfahrungen mit euch zu teilen und auch von euch zu hören. Die letzten Wochen waren ganz schön herausfordernd. Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen. Im Februar hat meine Familie einen geliebten Menschen verloren. Das ist eine, wie soll ich sagen, ganz eigene Erfahrung für die Hinterbliebenen. Der Tod eines nahestehenden Menschen, der Umgang mit dieser Tatsache und das eigene Leben danach. Das ist ein sehr sensibles Thema und ich weiß aus eigener Familie, dass jeder Mensch ganz unterschiedlich mit dem Verlust eines Nahestehenden umgeht. Jede Situation ist anders. Wir alle haben unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Familienmitgliedern, sodass es bei diesem Thema keinen, in Anführungszeichen, richtigen oder falschen Umgang damit gibt, wie ich finde. Daher möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass alles, was ich zu diesem sensiblen Thema mit euch teile, meine ganz persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse sind, die ich niemandem aufdrängen möchte. Diejenigen, die meine Videos regelmäßig verfolgen, wissen, dass ich hier meine Gedanken über das Leben hauptsächlich aus zwei Gründen teile. Zum einen natürlich in der Hoffnung, dass sie auch jemand anderem weiterhelfen können, dass sie vielleicht Trost spenden oder Mut machen können. Und zum anderen, der gesamte Entstehungsprozess meiner Videos hilft vor allem mir selbst, meine Erfahrungen zu verarbeiten und mich selbst besser zu reflektieren. Ich hoffe natürlich dennoch, dass meine Worte dem einen oder anderen vielleicht ein wenig Frieden schenken können. Das erste Mal, als ich in Berührung mit dem Thema Tod kam, war an meinem 16. Geburtstag, als ein Großelternteil verstarb. Ich erinnere mich, wie schlimm es sich angefühlt hatte. Ein nahestehender Mensch war von heute auf morgen einfach weg. Für immer. Und das auch noch an meinem Geburtstag. 3 Jahre später starb ein weiteres Familienmitglied. Ich weiß noch, wie es einigen Familienangehörigen ging. Es war schwer, sehr schwer für sie. Ich erinnere mich an betrübte Stimmung und eine angespannte Atmosphäre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es viele Gespräche mit uns Kindern, Teenagern gegeben hat. Nur viele Tränen und ansonsten ein eher stilles Leiden. Keine Fragen oder Gespräche über den Tod und das Leben, woher wir kommen oder wohin wir gehen. Klar, da gab es die religiöse Sicht, man kommt in den Himmel, hieß es von manchen. Doch wenn man nicht von klein auf mit diesem Glauben aufgewachsen ist, dann hilft es in diesen Momenten oft nicht weiter. Mir jedenfalls hat die religiöse Sicht keine zufriedenstellenden Antworten liefern können. Menschen sterben, wenn sie alt sind, so hieß es, und es ist immer schwer und schmerzhaft. So würde ich meine ersten Erfahrungen mit diesem Thema beschreiben. Im Laufe der letzten 20 Jahre gab es einige Menschen aus meiner Familie und aus meinem Bekanntenkreis, die verstorben sind, ältere, aber auch jüngere. Und immer war es ein schweres, bedrückendes Gefühl, das gepaart mit Angst daherkam.
Angst vor dem Tod, Angst vor dem Verstorbenen, Angst davor, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann, Angst davor, was nach dem Tod kommt und ob überhaupt etwas kommt. Heute weiß ich, dass diese Angst hauptsächlich eine Angst vor dem Ungewissen ist. Wir Menschen haben Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Und die Erfahrung des Todes ist ein Mysterium, das den Lebenden verborgen bleibt. Nachdem ich mich vor 10 Jahren auf den Weg der Selbsterkundung und Heilung begeben habe, nachdem ich begonnen habe, mich mit meinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen, nachdem ich angefangen habe, in Ansätzen zu verstehen, wie der Mensch tickt, wie die Welt funktioniert, warum wir gewisse Dinge denken und tun, habe ich begonnen, die Welt um mich herum zu hinterfragen und mir mein ganz eigenes, vom gesellschaftlichen Denken unabhängiges Bild zu machen. Und der kürzliche Verlust meines letzten Großelternteils, die Erfahrung, die ich diesmal dabei machen durfte, haben eine weitere Dimension in meinem Fühlen und Denken aufgestoßen. Eine Dimension, die nicht nur meine Sicht auf das Leben, sondern auch auf den Tod und den Übergang nochmal auf eine andere Ebene gebracht hat. Mehr denn je fühle ich, wie sehr diese Erfahrung, der Tod, so sehr Teil des Lebens ist und dass die Tatsache selbst nichts ist, wovor ich Angst haben sollte. Besser denn je verstehe ich, dass es im Grunde nur meine Angst vor dem Ungewissen ist, dass es die Angst vor Schmerzen und vor dem Leiden ist, Angst davor, alleine zu bleiben oder wie man ohne diesen Menschen nun leben soll. Und oft genug ist es für uns auch schlimmer, einen Menschen leiden zu sehen, als selbst zu leiden, weil wir uns ohnmächtig fühlen, weil wir nicht helfen können und nicht wissen, es nicht 1:1 nachfühlen können, was genau der Gegenüber gerade empfindet. Das alles sind Ängste vor dem Ungewissen. Es sind meine Ängste. Und ich habe gelernt, mit ihnen umzugehen, nach und nach. Sie zu akzeptieren als Teil meines Lebens und mich nicht von ihnen einnehmen zu lassen. Ich habe gelernt, den Tod zu akzeptieren als einen ganz natürlichen Teil des Lebens. Und einer der wichtigsten Punkte dabei ist für mich das Thema Loslassen geworden. Die Annahme von Veränderung, von jeglicher Veränderung und das Loslassen im Vertrauen. Ja, auch und vor allem Menschen im Vertrauen und in Frieden gehen lassen zu können. Ich verstehe besser denn je, dass der Schmerz, den wir nach dem Verlust eines geliebten Menschen verspüren, unmittelbar mit unserer Anhaftung und Angst vor dem Loslassen zu tun hat. Wir haben Angst, was dann mit uns geschieht, sobald wir loslassen, wie wir ohne denjenigen leben sollen. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass der Schmerz etwas Schlechtes ist oder dass man lernen sollte, ihn schnellstmöglich loszulassen. Nein. Ich sage nur, dass dieses Wissen an sich und die Erfahrung des friedvollen Loslassens, des Gehenlassens von Menschen, aber auch von Umständen in verschiedenen Bereichen meines Lebens mir persönlich sehr dabei geholfen haben, mit dem Verlust eines lieben Menschen besser umgehen zu können, es anzunehmen und meinen inneren Frieden damit zu finden. Um an diesen Punkt zu kommen, hat es mir außerdem sehr geholfen, mich mit dem Thema Leben und Tod auseinanderzusetzen. Nicht einfach davor die Augen zu verschließen,
sondern diesen Teil des Lebens genauso anzuschauen. Sowohl aus wissenschaftlicher, aber auch und vor allem aus spiritueller Sicht. Ich sage bewusst aus spiritueller Sicht, weil es für mich jegliche Religionen und Glaubensrichtungen mit einschließt. Und mir ist es wichtig, das zu erwähnen, denn nachdem ich mich mit verschiedenen Weltreligionen befasst habe, habe ich gelernt, dass, egal wie unterschiedlich sie auch sein mögen, eins haben sie alle gemeinsam: den Glauben. Und das ist für mich einer der wichtigsten Schlüssel zum Umgang mit dem Tod geworden. Auch wenn ich selbst keiner Religion oder Glaubensgemeinschaft angehöre, so habe ich doch meinen Glauben. Ich glaube an viele verschiedene Dinge, unter anderem aber an die Fähigkeit, meine Gedanken und Überzeugungen nachhaltig verändern zu können, was mir in jeglichen Bereichen des Lebens weiterhilft, unter anderem beim Umgang mit dem Tod. Und ich glaube daran, dass das Leben mit allem, was dazugehört, so schwer es auch manchmal sein mag, einen Sinn hat. Und das macht es gerade in den schweren Zeiten etwas erträglicher und leichter auf dem Herzen.